Stable Diffusion 3.5 Large kam letzte Woche herausgegeben von Stability AI. Das bezieht sich natürlich zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme. Inzwischen, je nachdem wann ihr es guckt, dürfte es schon etwas länger raus sein. Aber ich möchte euch jetzt mal hier in diesem Video zeigen, was ich bereits alles gelernt und gesehen habe von SD 3.5. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. So, wie finden wir denn jetzt einen ganz guten Einstieg hier in das Thema? Schauen wir uns erstmal auf comfy.org um. Das ist die offizielle Comfy UI-Seite. Hier können wir in den Blogbereich gucken und hier sehen wir schon Comfy UI now supports Stable Diffusion 3.5. Das Bild lassen wir mal außen vor. Das ist wirklich nicht sehr schön geworden. Ich weiß nicht, warum sie es genommen haben. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine gute Sammlung aller Links, die wir brauchen werden. Ja, geht einfach hier dann auf den Blog-Eintrag, da findet ihr alles. Ihr könnt nämlich hier den Download-Link für Stable Diffusion 3.5 Large, für Large Turbo. Turbo habe ich mir übrigens noch nicht angeguckt. Wir können die Textencoder Clip G, Clip L und das T5 FP16 hier runterladen, falls ihr es nicht schon habt. Flux brauchte das auch. Es gibt aber auch die kleineren Modelle. Und zwar gibt es Stable Diffusion 3.5 inzwischen in einer FP8-Variante. Die sind hier, FP8 Scaled Model, könnt ihr hier runterladen. Und es gibt auch die T5 Text Encoder in FP8 Versionen. Das kommt euch zur Hilfe, wenn ihr Probleme mit eurem VRAM habt. Ne? Das sind ein bisschen kleinere Models. Es ist auch ein bisschen schneller. Und in diesem Video werde ich auch die FP8-Version verwenden. Funktioniert aber im Prinzip genauso wie die FP16-Version. Also alles gar kein Problem. So, wir schauen uns erstmal einen Workflow an, der hier vorgeschlagen wird. Die habe ich auch schon runtergeladen. Ich öffne die mal eben. Nein, nicht Create New. So, einmal öffnen. Das ist dieser hier. Da werfen wir mal einen Blick rein. Den werde ich gleich aber nicht verwenden. Wir nehmen den von Hugging Face. Auch das werde ich euch zeigen. Aber hier sind noch so ein paar Tipps versteckt. Ne, hier in den Notes, die ihr euch durchlesen könnt. Und es ist ein Example-Workflow, der funktioniert auch so gut. Aber ich möchte den anderen nehmen, um euch gleich auch nochmal etwas anderes zeigen zu können. Im Prinzip nichts Besonderes. Ne? Ihr könnt hier verschiedene Clip-Varianten verwenden. Ansonsten ist alles so aufgebaut, dass es schon funktioniert. Wählt hier nur eure Models aus. Ne? Falls ihr Subfolder habt, wie ich habe das Ganze nochmal in SD3 und dann Large zum Beispiel, müsstet ihr euch nur auswählen. Wir gehen aber auf den Stability AI Hugging Face Account. Stability AI Hugging Face. Hier sehen wir schon Stable Diffusion 3.5 Large und ich habe den Workflow genommen, der hier unter Files and Versions ist. SD 3.5L Example Workflow.json. Den werden wir uns jetzt anschauen. Ich lade den mal eben. Das ist der hier. Der ist nämlich irgendwie ein bisschen interessanter aufgebaut. So, er ist sehr breit, ja, aber auch ja, genauso simpel, wenn nicht sogar ein bisschen simpler als der andere, weil wir hier diesen Triple Clip Loader haben, nicht die Varianten zum Umschalten zwischen Dual und Single Clip noch. Und vor allem hier unten der Bereich fand ich sehr interessant. So, als allererstes, hier haben wir auch eine kleine Note. Hier steht drin, make sure the resolution is multiple of 64 pixels and adds up to around 1 megapixel. Nehmt es nicht zu genau. Hier das Multiple of 64. Haltet euch eher an das 1 Megapixel, weil dann seid ihr auch eigentlich so im Bereich von SDXL Resolutions. Ne, die sind auch 1 Megapixel, 1024 x 1024 gibt in etwa ein bisschen mehr als 1 Million Pixel. Dann passt das schon. Das 64 ist jetzt nicht so dramatisch. So, ich fange mal an, ein bisschen umzubauen. Ich bin eigentlich faul, deswegen sage ich hier mal, ich möchte Width und Height auslagern und nehme mir CRSDXL Aspect Ratio, das kommt aus den Comfy Roll Notes, weil dann kann ich hier ganz bequem uns mal eine Porträtauflösung nehmen, die auf SDXL passt, ne? 1 Million Pixel in etwa, und dann brauchen wir uns hier nicht mit den Reglern umwählen, können wir einfach hier ganz bequem auswählen. Der Rest, den Sampler stelle ich nochmal ein.
Ich nehme einfach Seed 0, sage Fixed und hier können wir auch schon mal einen Blick drauf werfen. CFG ist generell recht niedrig gehalten bei SD 3.5. Der Sweet Spot ist so zwischen 3 und 6 CFG. 4,5 ist ganz gut, wenn das ein bisschen näher am Prompt haben wollt, ne, geht ein bisschen runter und so. Probiert da rum, wie ihr wollt. Wir gehen mal mit, wir lassen einfach mal 4,5. Steps 40 ist relativ hoch. Ich habe gesehen, dass es aber auch doch deutliche Unterschiede gibt, wenn man 20, 30 oder 40 Steps nimmt. Wir bleiben jetzt mal bei 40 Steps hier, aber auch da könnt ihr rumprobieren. Bei meinen ersten Testings habe ich gesehen, dass 40 Steps auch nicht zwangsläufig besser ist. Also ich hatte es war ein Beispiel, da habe ich ein Bild generieren lassen, wo im Hintergrund eine Ziegelsteinmauer zu sehen war. Und mit 20 Steps kam die Ziegelsteinmauer irgendwie besser raus als mit 40, wobei mit 40 aber doch die Bildqualität und die Details ein bisschen steigen. Sampler lassen wir auf DPM PP2M. Ich bin noch nicht alle Sampler durchgegangen. Das können wir gerne alle zusammen irgendwie ein bisschen rumprobieren. Bei den Schedulern habe ich gemerkt, dass Normal funktioniert, SJM Uniform, Simple, DTIM Uniform, Beta und Linear Quadratic. Wobei bei Linear Quadratic eine Krux dazu kam. Kommen wir später nochmal zu. Die Bilder mit Linear Quadratic sind auch ziemlich deutlich unterschiedlich zu denen der anderen. Wir bleiben einfach mal beim Standard-Setup und schauen weiter in diesem Workflow. Hier unten, was bedeutet das denn jetzt? So, wir sehen, das hängt mit dem Negative Prompting zusammen. Da haben wir erstmal ein Conditioning Zero Out, dann einen Time-Step Range, noch einen Time-Step Range, beide kommen hier aus dem Negative raus, dann ein Conditioning Combine wieder und das Ganze geht ins Negative. Das liegt daran, dass SD 3.5 Negatives nicht besonders gerne mag. Aber wie auch früher bei SD3 können wir ein bisschen tricksen und das wurde hier auch gemacht. Das Ganze sagt nämlich nur aus, dass wir die Negative Conditioning, die hier über den Strang kommt, hier reingeht, nur für die ersten 10% der Bildgenerierung angewendet wird. Ne? Von 0,0 bis 0,1 werden unsere Negatives angewendet. Danach, ab 0,1 bis 1,0, wird die Conditioning leer gemacht. Und das Ganze wird dann kombiniert und führt dazu, dass wir für die ersten 10% der Bildgenerierung, also für die ersten 4 Steps in dem Falle, ein Negative Conditioning mitbekommen, danach aber nicht mehr. Das macht aber schon einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob wir im Verlauf des Videos dazu kommen werden, allerdings, ihr könnt hier sowas wie Bokeh, das war ja eine kleine Krux bei Flux, Bokeh eintragen, dann verringert sich der Bokeh-Anteil im Bild wirklich deutlich. Ja, oder wenn ihr verschiedene Ethnien oder so ausklammern wollt, weil das Training oder sowas da vielleicht ein bisschen zu harsch reinkickt, dann könnt ihr das damit machen. Das Ganze können wir aber auch versimplifizieren. Simplify. Und zwar gibt es in den Essentials SD3 Negative Conditioning und die können wir einfach hier rüberhängen und können uns diesen ganzen Batzen hier sparen und im Prinzip macht die genau dasselbe. Ne? Das Negative Conditioning wird nur für die ersten 10% angewendet. So, machen wir mal ein bisschen hier, bisschen alles hoch, bisschen komprimierter. So. Ich werde auf jeden Fall eine Save Image Node brauchen. SD3.5 Rack, damit ich mir die Bilder mal wegspeichern kann. Ich hänge die uns aber mal ein bisschen weiter hier runter, ja. So, damit die uns nicht hier oben drin hängt. Die ist eigentlich nur später für meine Thumbnails und so. Ja, Checkpoint können wir hier oben auswählen. Das können wir auch noch ein bisschen kleiner machen. Ich nehme, wie gesagt, hierfür mal den FP8 Checkpoint. Ist ein bisschen kleiner. Hier unten haben wir die Clips. Und hier nehme ich auch den T5 FP8. Das spart ein bisschen RAM und macht es ein bisschen schneller. Es gibt Unterschiede zwischen der FP16-Version und der FP8-Version. Allerdings, meinen Beobachtungen nach, haben die sich so ein bisschen auf den Hintergrund beschränkt.
Da war mal eine Ecke anstatt eine Lampe anstatt achteckig, war sie dann irgendwie rund oder so. Also nichts Dramatisches. Hier oben haben wir noch ein Shift im Model. Das ist standardmäßig auf 3 eingestellt. Das würde ich auch noch so lassen. Ne, da können wir uns dann nach und nach rantasten und rumprobieren. Aber für jetzt, für den ersten Einstieg reicht das. So, ich würde sagen, wir lassen mal ein Bild generieren. Ich nehme zum Vergleich mal dieselben Prompts, die ich auch in meinem Flux-Video hatte. Und als allererstes nehmen wir da mal Cyberpunk Boom in Tokyo Like City, Everywhere is Neon Lighting, Raining. Könnt ihr lesen. Ich lasse sogar mal das Flux hier stehen. Ne? Wir nehmen genau denselben Prompt, auch wenn da natürlich ein SD 3.5. Obwohl, nein, ich kriege ein Problem mit den Thumbnails. Ich muss da SD 3.5 mal reinschreiben. So, und dann lassen wir das Ganze mal laufen. Eieiei. Ja, Patch. Natürlich müssen wir hier auch, so, ne, habe ich nur den T5 geupdatet. Clip L und Clip G natürlich auch. So, jetzt ist es durchgelaufen. Wir schauen mal drauf. Und Prompt Adhesion ist okay, würde ich sagen. Also, ich ziehe nochmal eben unseren Positive Prompt daneben. So, wir schauen mal. Cyberpunk, ja. Tokyo Like City kann sein. Neon Lighting auf jeden Fall. Brown Leather Coat ist da. Short Black Trousers, ja. Green Shirt mit SD 3.5, ja. Und blaue Fischnetz. Teilweise. Aber pinke Haare, das hat er hingekriegt. Aber was wir auch sehen können, ist, dass natürlich hier oben das SD 3.5 ein bisschen hingebleedet hat. Und dass ich vermute mal, das Short von Black Trousers auch auf das Shirt gebleedet hat. So, ich schiebe das wieder zurück. Auch mit Long Shirt habe ich es jetzt noch nicht so hingekriegt, aber man kann mit Prompting schon ganz gut steuern. Ich nehme nochmal ein zweites Beispiel und zwar das mit der Katze. Hier haben wir es. Die Katze steht vor einem Store mit dem Let and Play Sign und hat ebenfalls ein Schild mit SD 3.5 in der Hand. Futuristic Spacesuit, Sci-Fi Environment, made in a Disney or Pixar Style. Ich lasse es nochmal laufen. So, hier hat es ganz gut funktioniert. Wir haben das Let and Play Sign hier oben. Wir haben SD 3.5 als Schild. Hier ist es ein bisschen übergelappt, hat ein bisschen rumhalluziniert. Hier hinten auch mit dem Bein. Es ist nicht perfekt, aber doch schon recht gut. Es ist auch ein bisschen Seedlack dabei. Ja, habe ich auch schon entdeckt. Wir haben einen Spacesuit und wir haben eine süße Katze. Was wir nicht ganz haben, ist der Disney- oder Pixar-Style. Vielleicht kann man es ein bisschen rumreißen mit, wenn man sagt, sowas wie 3D-Rendered Animation Movie Style oder so. Ich weiß nicht, ob solche Trade-Names mit trainiert wurden. Aber auch dazu gleich abschließend nochmal mehr. Also, ne, wenn wir ans Ende des Videos kommen, reden wir da nochmal drüber. So, nichtsdestotrotz, auch hier ist die Prompt Adhesion recht gut gelungen, vor allem auch mit den Buchstaben und den Schriften. Ich habe bei meinen Tests festgestellt, wenn ich mal eine Batch Size von 4 oder so angebe, dass es so bei, man kann sagen, mindestens 50% der generierten Bilder da funktioniert hat. Bei den anderen war es ein bisschen dann, kann schon mal ein paar Ausreißer dabei sein. So, ne, aber 50 bis 75% bei 4 generierten Bildern waren dann meistens passend. So, während 1 bis 2 dann doch mal irgendwie, ja, sich nicht ganz an den Prompt gehalten haben. Sagen wir mal so. Wo SD 3.5 allerdings richtig gut ist, ist bei Styles. Ich habe hier nochmal einen Prompt vorbereitet. Den zeige ich euch mal eben. So ein bisschen größer machen. Und zwar ein Watercolor Painting von einer weiblichen Assassinin mit einem schwarzen Cloak und einem Hood. Background is plain white, while the drawing itself is splattering over the canvas. Ne, mit einem Schriftzug Hand und ein bisschen beschrieben, was ich hier haben möchte. Überhaupt das Prompting funktioniert ziemlich gut, wenn ihr Vordergrund und Hintergrund beschreibt, aber dann nicht zwangsläufig
in Ausmaßen wie Tolstoi oder Shakespeare es machen würden, also per LLM oder sowas, sondern es reicht, wenn es schon detailliert ist, aber auch nicht zu ausschweifend. Da funktioniert SD3.5 recht gut. So, Watercolor Painting, weil Styles kriegen wir mit SD3.5 Large ziemlich gut hin. Ich lasse es mal laufen. So, und da haben wir ein sehr schönes Resultat bekommen. Wir haben unser Watercolor Painting mit der Assassinen, schwarzer Cloak mit Hoodie. Wir haben den Schriftzug Hand. Wir haben das Splattering der Wasserfarben hier auf die Seiten. Da drin ist SD3.5 wirklich, wirklich gut. Es funktioniert auch mit anderen Stilen, Oil Painting und sowas. Das geht sehr, sehr schön. So, als nächstes zeige ich euch mal das Upscaling. Und da haben wir einen kleinen Schwachpunkt tatsächlich. Wir steigen einfach mal ein. So, passt mal auf. Ich kopiere mir das hier mal. So. Und ich sage jetzt mal, ich möchte das Bild einfach mal hochskalieren. Nehmen wir uns das von hier. Und ups, das geht natürlich nicht. VAE Encode. Hier rein. Jetzt können wir uns eigentlich hier hinten den... Ich habe überlegt, ob wir eine Reroute machen, aber nehmen wir nicht. Es wird ein bisschen nudelig dadurch, aber egal. So, 1440 und zwar in der Höhe. Und wir müssen hier natürlich mit dem Denoise runtergehen. Ich nehme mal 0,35. Und hier hinten machen wir auch ein Preview Image hin. Ups, da. So. Wenn ich das jetzt mal laufen lasse, dann können wir sehen, dass das Upscaling wirklich, wirklich unschön wird. Das liegt daran, dass SD3.5 hier aus seiner Komfortzone mit den 1 Megapixel Größen herausgeht. Ne, das ist wirklich, wirklich nicht schön geworden. Es wird verkrisselt, es wird verwaschen. Gut, der weiße Hintergrund rettet hier noch einiges, aber hier in der Mitte sehen wir es. Und hier unten auch bei der Schrift. Es sieht einfach nicht mehr schön aus. Deswegen beim Upscaling müssen wir über einen Tiling-Prozess gehen. Und das zeige ich euch mal eben schnell. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Wir nehmen erstmal ein Upscale Using Model. Mache ein Load Model und nehme meinen Remarkry Upscaler. Wir hängen das Bild hier rein. Wir skalieren es danach auf unsere Wunschgröße runter. Nehmen dann aus den Essentials Image Teil, hängen das Bild da rein und von hier aus geht es dann in den VAE Encode. Jetzt können wir hier noch einen Overlap angeben. Das bedeutet, dass wir nachher die Teils, die wir generieren, wieder überblenden, damit wir keine harten Kanten haben. Nehmen dann aber auch hier hinten ein Image-Anteil aus den Essentials, hängen das hier rein und von da aus in unser Preview-Image und müssen dann hier noch den Overlap einmal rausziehen und von hier hinten verbinden. So. Und was wir jetzt haben, ich lasse es mal laufen. So, das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal an. Und wir sehen, dass es jetzt einwandfrei funktioniert hat. Oh, jetzt ein bisschen reingebleedet. Aber für das Upscaling müssen wir hier in ein Tiling gehen. Natürlich haben wir hier 4 Einzelbilder, die als Batch in den Sampler geschickt werden. Solltet ihr Probleme haben, bei dieser Methode in einen Speicherüberlauf, also umzugehen, dann könnt ihr Folgendes machen. Sagt Batch to List, das ist ebenfalls in den Essentials, hängt diese Node hier zwischen, also zwischen VAE Encode und Image Teil und hier hinten wieder List to Batch, die ist auch ebenfalls hier mit drin, die kommt dann hier hinten ans Ende wieder dran. Na, komm schon. So, und dann habt ihr nämlich keine Batch mehr, sondern eine List und die Elemente in einer Liste werden nacheinander abgearbeitet. Also ein Batch wird in einem Denoising-Durchgang
bearbeitet, während eine Liste halt, dann hättet ihr hier 4-mal, dass der Sampler durchgeht. Ein kleiner Tipp habe ich jetzt vergessen, ändert den Seed hier. Ihr solltet hier beim Upscaling nicht denselben Seed haben wie vorher. Hat jetzt nicht besonders wehgetan, obwohl vielleicht doch, vielleicht kam deswegen das Bleeding hier zustande. Aber ne, nur so als Tipp. Macht dann einfach so und ihr seid sicher. Zurück zum Linear Quadratic. Der funktioniert irgendwie nicht beim Upscaling, habe ich gesehen. Fand ich sehr interessant. Hat ganz komische Ergebnisse geliefert. Ich weiß nicht warum. Es sah ein bisschen so aus. Ich kann euch da gerade mal ein Beispiel einblenden, was ich mit dem, ich glaube es war Normal hochskaliert habe, mit dem Normal Scheduler. Und dagegen auch dasselbe Bild, nur mit dem Linear Quadratic. Und es sah so aus, als würde vielleicht der Prompt für die Tiles ein bisschen zu stark reinhauen. Deswegen probiert das gerne mal rum, sagt mir Bescheid, ob ihr dieselben Erfahrungen macht. Ich fand es sehr komisch. Also Normal, SGM Uniform Simple, DDM Uniform, Beta, Linear Quadratic funktionierten. Die funktionierten Linear Quadratic irgendwie nicht zum Hochskalieren. Keine Ahnung warum. Gut, das schmeißen wir mal alles wieder weg hier. Räumen wir mal wieder ein bisschen auf und gehen zu unserem Standard-Workflow zurück. Image-to-Image ist auch eigentlich kein Problem. Ich nehme mal eine Load-Image-Node und Styles. Das hier. Wir sagen VAEN-Code. Die brauchen wir dann hier vorne auch wieder. Ne? Wir nehmen einfach einen klassischen Image-to-Image-Workflow. Hier unten, damit wir in dem 1 Megapixel Bereich sind, können wir sagen, wir nehmen Resolution bei Aspect Ratio, ist in meinen Notes mit dabei. Wir schalten das hier auf SDXL, sagen dann, wir wollen es einmal resizen aus den Essentials, nehmen Width und Height hier raus, verbinden Width und Height hiermit und unser Originalbild damit. Und dann können wir das Bild hier oben reinschmeißen. Hier vielleicht noch Langsos auswählen und hier bei Fill Crop. Dann sind wir wieder in den SDXL-Varianten. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal sage, warte mal, ich scroll mal ran, damit ihr das lesen könnt. Oil Painting of a woman sitting in a cafe in France and drinking milk on a summer's day. So. Ne, wenn ich das jetzt mal laufen lasse. Halt. Der eine oder andere wird schon geschrien haben. Natürlich müssen wir hier mit der Denoise runtergehen. Wobei ich aber gemerkt habe, dass eine etwas höhere Denoise hier doch ganz zuträglich ist. Ich bin jetzt ein bisschen im Blindflug unterwegs hier. Ich lasse es mal laufen und wir gucken uns das Ergebnis dann einfach mal an. So, wir bekommen jetzt so ein Bild hier. Auch sehr schön. Und hier sieht man auch wieder, dass auch die verschiedenen Stile sehr gut von Stable Diffusion 3.5 übernommen werden. Warum steht hier noch ein Glas? Wo ist ihre Begleitung? Ich weiß es nicht, aber auch sehr schön geworden. Abschließend können wir sagen, Stable Diffusion 3.5 Large ist ein sehr schönes Base Model und das müssen wir auch so betrachten. Es ist ein Base Model. Es ist wie 1.5 und SDXL die Basis, um damit mehr zu machen. Sprich, es werden jetzt die Feintunes kommen, es gibt auch schon LoRa's, es wird fleißig trainiert. Es wird mit Sicherheit ein IP-Adapter dafür kommen und das ist der Unterschied zu Flux. Ich weiß, wir haben einen Flux IP-Adapter und es können LoRa's trainiert werden, aber Flux ist kein Base-Model. Also das, was wir haben, das Flux Dev, es ist bereits eine fine-tuned oder distilled Version des großen Models und das ist hier nicht der Fall. Ne, wenn wir uns mal überlegen, was aus 1.5 geworden ist und aus SDXL, dann können wir hier, glaube ich, Großes erwarten. Also ich hoffe es. Es ist von der Basis her sehr schön, es ist ausgeglichen, es deckt viele Bereiche ab, auch viele Stile und so. Es hat auch Schwächen, ja, aber die kann man wahrscheinlich mit Feintuning ausmerzen. Also zum Beispiel wäre da Gesichter sind manchmal ein bisschen
ja, zu krass auf Realismus getrimmt. Also, ne, man versucht eigentlich ein Gemälde hinzukriegen, aber das Gesicht sieht immer noch sehr stark nach Foto aus. Anatomie ist auch eher schlecht hier. Also Hände, die Gegenstände halten oder sowas. Close-ups gehen, glaube ich, habe ich gesehen von Händen und ja, Extremitäten. Aber wenn Gegenstände mit im Spiel sind, die diese Hände halten oder so, dann wird es auch noch ziemlich katastrophal. Ich hoffe, da können auch die Feintunings mit dann bei unterstützen. Und was auch schon ja bestimmt entdeckt wurde vom einen oder anderen, das Model ist auch nicht zensiert. Also es zeigt doch schon, ja, wie soll ich sagen, dass es noch sicher ist. Es zeigt größere hautfarbene Flächen problemlos. So, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist ein schönes Basismodel. Vergesst das nicht. Es ist ein Basismodel, was jetzt noch, wo Feintunes rauskommen müssen, LoRa's, Control-Nets, IPAs etc. Und ab dann werden wir richtig, richtig viel Spaß damit haben. Und es ist auch nicht ganz so groß wie Flachs geworden. Ja, teilt mir auch gerne eure Erkenntnisse mit. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen hier helfen. Viel Spaß beim selber rumspielen und rumexperimentieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht es gut und ciao!